Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen auf dem Pfälzer Mandelpfad unterwegs. Mittlerweile auf Etappe 6 und 7, und zwar von Birkweiler nach Bad Bergzabern und von da aus dann zum Deutschen Weintor, wo der Mandelpfad dann auch endet. Ja, sind jetzt zusammen nochmal knapp 30 Kilometer. Kleine Besonderheit bei dem Video, Etappe 7 sind wir letzte Woche schon gelaufen und diese Woche steht Etappe 6 auf dem Plan. Im Video kriegt das natürlich gleich in der korrekten Laufreihenfolge, also jetzt nicht wundern, dass wir auf einmal hier schön in kurzen Klamotten vorab rumlaufen. Ja, haben wir heute mit dem Wetter tatsächlich doch Alles richtig gemacht. sehr viel Glück gehabt, genau. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie Etappe 6 und 7 des Pfälzer Mandelpfades sind, Dann bleibt dran und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es mit der 6. Etappe in Birkweiler. Eigentlich war die Etappe für die Vorwoche geplant gewesen, aber leider kam samstags etwas dazwischen. Und da wir für sonntags schon eine Abholung am Deutschen Weintor organisiert hatten, nebst Abstecher nach Wissembourg, mussten wir die 6. Etappe nachholen. Das Positive daran? Wir hatten Premium-Wanderwetter. Wie bei den Etappen zuvor ging es fröhlich von einem Ort zum nächsten, abwechselnd durch Wald und Weinberge. Die Aussicht? Wie gewohnt top. Die Wegführung? Viel Asphalt und oft auch an der Straße. Wie gewohnt eben. Zu dieser Zeit, Anfang April, war die Mandelblüte schon im Endstadium, aber nach wie vor schön anzuschauen. Wir waren an diesem Tag auch nicht die einzigen, die das schöne Wetter nutzten. Am Himmel waren Gleitschirmflieger zu sehen. Auch wenn die Mandelblüte fast zu Ende war, die Kirschblüte war dafür in vollem Gange und nicht minder schön, wie ihr hier sehen könnt. Gutes Wetter, schöne Landschaft und hübsche Dörfchen führten zu jeder Menge Wanderspaß und dem ein oder anderen Schabernack. Danke! Gern geschehen. Sonst ist Anne bei warmen Temperaturen eigentlich immer für eine Abkühlung zu haben. Im Übrigen nicht nur die Kirschenblüten. Auch die Vorgärten und Mauern derselben erstrahlten in bunter Blumenpracht. Kurz und knapp, der Frühling nahm so richtig Fahrt auf.
kleines Highlight am Wegesrand war die bis ins 12. Jahrhundert zurückreichende Nikolauskapelle. Leider war sie zu diesem Zeitpunkt verschlossen. In Klingenmünster gab es dann erstmal ein kleines Kaffee- und Kuchenpäuschen. Ja, bin gerade in Klingenmünster und wie ihr hier seht, ich bin mittlerweile allein unterwegs. Anne ist ein bisschen unfit heute, hat jetzt hier für heute die Wanderung beendet. Heißt, die knapp 7 Kilometer nach Bad Bergzabern von hier aus mache ich jetzt alleine noch weiter. Dann sehe ich zu, dass ich zurück nach Birkweiler komme, Auto einsammle und dann die Anne wieder auflese. Kleiner Funfact für euch: Während meiner Pause, welche ich an der Nikolauskapelle verbrachte, wurde diese kurz geöffnet und ich bekam eine kleine Einzelführung. Davon war ich so begeistert, dass ich ganz vergessen habe, Bilder zu machen. Schade. Der letzte Abschnitt des Weges verlief in gewohnter Manier durch Weinberge und Dörfer nach Bad Bergzabern. Ein weiteres Highlight war erneut eine Kapelle, die des heiligen Dionysos aus dem 18. Jahrhundert. Diese hatte zum Glück offen. Und da kam es endlich in Sicht: Bad Bergzabern. Wie ihr seht, am Wochenende zuvor war das Wetter nicht ganz so gut. Weiße Schleier überzogen den blauen Himmel und auch von den Temperaturen her war es etwas frischer. Aber jetzt erstmal ab durch das schöne Örtchen Bad Bergzabern. Was ist denn das? Ihr seht richtig, es geht runter vom Asphalt und ab auf einen Pfad. Genau, Pfad auf dem Mandelpfad. Dass wir das noch erleben durften. Wahnsinn. Da freut sich die Anne.
Das Glück währte aber nicht allzu lange. Dann ging es wieder auf festen Untergrund, sprich Asphalt und Beton. Wir hatten auch nichts anderes erwartet. Ihr etwa? Hier auch mal ein kleiner Eindruck von oben. Fester Untergrund, soweit die Kamera der Drohne reicht. Langsam aber sicher wurde das Blau am Himmel immer weniger. Man könnte gerade meinen, es passte sich der Wegführung an. Hier seht ihr etwas, das auf dieser letzten Etappe im Gegensatz zum Rest des Weges Seltenheitswert hat. Blühende Mandelbäume. Passend zum Wetter meldete sich auch Annes Näschen. Gesundheit. Aber keine Angst, es blieb bei dem bisschen Niesen. Da war es endlich. Das Ende des Mandelpfads am Deutschen Weintor. Der Mandelpfad verläuft von Bockenheim an der Weinstraße entlang des Pfälzer Waldes bis zum Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach an der deutsch-französischen Grenze. Etappe 6 verläuft von Birkweiler vorbei an mehreren Dörfern und Kapellen bis nach Bad Bergzabern. Von dort aus geht es auf Etappe 7 weiter durch Wald und Feld, über das Dörfchen Oberotterbach bis zum Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach. Ja, da haben wir es geschafft. Die Etappen 6 und 7 sind gewandert. Und damit der ganze Mandelpfad. Wir haben ihn geschafft.
Ja, die 6. und 7. Etappe haben sich jetzt nicht so viel von den vorhergehenden unterschieden. Wir hatten wieder viel Beton und Asphalt, hier und da mal ein bisschen Fahrt dazwischen, was ja sehr erfreulich war. Das Highlight schlechthin. Genau, der Mandelpfad mit einem Stückchen Pfad dabei. Ja. Ansonsten, ja, die Mandelblüte, klar, wir sind jetzt schon eine Zeit lang unterwegs auf dem Mandelpfad. Am Anfang war ja nichts da und jetzt gegen Ende war sie dann auch schon langsam wieder am Verblühen, aber dafür kamen natürlich die Kirschblüten ganz toll. Ja, dann weiß statt pink war auch sehr schön anzuschauen. Vom Wetter her, einen Tag super Wanderwetter, einen Tag war es zumindest okay. Sehenswürdigkeiten unterwegs hatten wir die 2 Kapellen, die Dörfchen, wie gehabt, auch bei den anderen Etappen. Waren hier auch wieder sehr schön zu durchwandern. Ein bisschen Aussicht war wieder dabei. Ja, also sie entscheiden sich im Groben und Ganzen jetzt eigentlich nicht wirklich von den Vorgängeretappen. Straße war wieder ein Stück weit mit dabei, dementsprechend an mancher Stelle war es wieder ein bisschen laut. Ja. Also wir sind froh, dass wir jetzt durch sind. Ja, wir haben es geschafft. Ansonsten noch kleiner Hinweis, am Ende der 7. Etappe, wenn ihr vom deutschen Weintor aus nochmal so 2 Kilometer weiterlauft ungefähr, kommt ihr nach Wissembourg. Genau, nach Wissembourg und dann könnt ihr da auch noch ein bisschen Sightseeing machen. So haben wir es gemacht, hatten dann meine Eltern im Gepäck, die haben uns nämlich am Ende der 7. Etappe noch eingesammelt. War ein ganz schönes Städtchen, hat mir sagen lassen, ist nicht unbedingt das schönste Städtchen im Elsass, aber so als Abschluss, den Abstecher, kann man auf jeden Fall also noch. Die Altstadt und so, das war alles mitnehmen. wirklich sehr hübsch. Ja. Hat auf jeden Fall nochmal Spaß gemacht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Das war's mit dem Mandelpfad. Ihr kriegt nochmal ein Gesamtfazit in den nächsten Wochen, so wie wir mal Zeit haben, uns nochmal vor den Greenscreen zu setzen. Tragen wir nochmal ein bisschen was zusammen zum Weg. Und dann war es das für dieses Mal. Und dann hoffen wir, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf unserer nächsten Tour wieder.